Der norwegische Sommer ist über unseren alten Hof am See in den Bergen hereingebrochen. Das bedeutete bisher ein paar warme Tage mit Sonne und über 25 Grad und sonst viel Regen und dann Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Und ich bin immer noch allein auf dem neuen Hof, denn mein Mann ist Bergungsfahrer in Schweden und der Sommer ist Hochsaison. Ich bin gerne allein, doch so langsam vermisse ich ihn. Er ist bereits seit 7 Wochen fort. Der viele Regen hier stört mich nicht, denn es klart immer wieder auf, was mir die Möglichkeit gibt, im Garten zu arbeiten und die Natur zu genießen. Hitze vertrage ich nicht. Ein Tag mit 29 Grad und ich lag 2 Tage flach. Zum Glück ist solche Hitze hier selten. Ich mache auch insgesamt wieder etwas langsamer, denn die letzten 4 Wochen durchgehende Arbeit waren aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme etwas zu viel. Es war allerdings notwendig, um hier auf dem neuen Hof die Selbstversorgung in Gange zu bringen. Nun kehre ich zu meiner üblichen langsamen Lebensweise zurück. Ich bin so weit, dass ich jetzt wieder etwas langsamer machen kann, wieder in mein normales, langsames Leben gleiten kann. Die letzten 4 Wochen waren doch etwas anstrengend, aber es musste sein, denn sonst würde ich zum Winter hin nichts zu essen haben. Was jetzt kommt, ist kosmetische Arbeit, sowas aber, was wichtig ist. Der Zaun muss vernünftig aufgestellt werden. Um den Acker herum muss ich vernünftig mähen können und da liegen noch jede Menge Soden und Steine vom Pflügen. Das muss alles weg. Ich habe noch so einiges zu tun, bis das hier einigermaßen nett aussieht. Und falls sich Leute gewundert haben, warum ich sehr wenig barfuß laufe dieses Jahr, das liegt daran, dass es hier noch viel mehr Schlangen gibt als in Schweden. Und bevor ich hier nicht alles etwas urbar gemacht habe, also sprich überall gemäht, man kann sehen, wo man hintritt, mache ich das nicht, denn ja, es gibt halt Kreuzottern und das muss ja nicht sein, dass man da drauf tritt und gebissen wird. Ja, so von daher, das ist der Grund und ich zeige euch gleich eine schöne Schlange. Das Problem hier im Moment ist nicht der viele Regen, sondern die niedrigen Temperaturen. Es wächst nicht. Vieles schoss hier in den ersten warmen Tagen aus der Erde, doch seitdem steht das Wachstum fast still. Ich habe hier einen kleinen Vergleich für euch mit etwa 2 Wochen Abstand dazwischen. Es ist ein extrem kaltes Jahr. Ich sitze hier bei 12 Grad in Jacke und bei 12 Grad finden Zucchinis und Kürbisse das überhaupt nicht gut. So, das Wachstum steht vollkommen still. Ich habe keine Ahnung, ob da noch was draus wird, aber ich hatte noch ein paar Kürbispflanzen, kleine und auch 2 Zucchini-Pflanzen, die ich eigentlich woanders hin pflanzen wollte, eigentlich nur als Dekoration, weil das ja auch so schöne Blumen gibt. So die habe ich jetzt in Töpfe gepflanzt und ins Gewächshaus gestellt, in der Hoffnung, dass es irgendwann wärmer wird und ich das dann rauspflanzen kann. Ich bin sehr gespannt und weiß jetzt also auf jeden Fall, dass wir ein größeres Gewächshaus brauchen irgendwann.
Denn sowas kann wohl passieren. Also die Leute hier sagen zwar, dass es komplett ein extrem kaltes Jahr ist und dass es so normalerweise nicht ist, so verregnet und so kalt. Aber wenn man darauf angewiesen ist, sein eigenes Essen anzubauen, dann muss man vorbereitet sein. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall irgendwann ein größeres Gewächshaus. Ja, das werden wir dann sehen, wie es läuft. Ein verwilderter Garten. Und viele der Wege und Treppen sind komplett zugewachsen. Auch die Treppen zum Keller und zum Plumpsklo, die ich täglich nutze, wuchern langsam aber sicher zu. Da muss ich etwas tun. Doch wie ich den Rest irgendwann gestalte, darüber habe ich mir bisher nur lose Gedanken gemacht. Es hat keine Priorität, nicht wie der Gemüsegarten. Diese Treppe führte früher einmal zur Fahnenstange, die auch schon bessere Tage gesehen hat. Es gibt dort einen Steintisch, also werde ich dort wohl später eine gemütliche Kaffeeecke draus machen. Mal schauen. Als erstes lege ich die Treppe zum provisorischen Plumpsklo frei, denn ich habe ja noch immer kein Wasser im Bad und auch keine Toilette drinnen im Haus. Ich brauche eine Pause. Erst einmal filme ich ein bisschen hier vor Ort. Und dann nutze ich das schöne Wetter und fahre hinauf in die Berge, um die atemberaubende Landschaft zu genießen. Und ich kann mich nicht satt sehen an der wilden Schönheit der Natur Norwegens.
Zurück zu Hause zur Arbeit auf dem Hof. Müll. Überall auf dem Hof liegt Müll verteilt, auch in den Gebäuden. Ich würde gerne alles auf einmal aufräumen, doch ich muss Prioritäten setzen. Also sammle ich erst einmal nur die Ecken ab, die ich zurzeit verwende. Hier drunter verbirgt sich ein Riesenhaufen Müll mit allem Möglichen. Keine Ahnung, hier gab es mal einen Weg drumherum. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Doch ich mache erst einmal im Gemüsegarten weiter und sammle die Soden um den Gemüseacker herum weg, die sich durch das Pflügen unten abgelegt haben. Denn ich möchte später um den kompletten Gemüsegarten herum Rasen mähen können. Mit den Steinen und Soden fülle ich die Ackerfurche am oberen Ende des Gemüseackers auf. Ich pflanze noch ein paar Sonnenblumen, bevor mich der Hunger reintreibt. Grünkohl. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal Grünkohl gesät und das ist nichts aufgegangen. Jetzt habe ich den Test gemacht und habe die Grünkohlsamen einzeln einfach gesät. Und wie ihr hier sehen könnt, sind sie gekeimt. Was ich nun gemacht habe, ist, ich habe die Keimlinge dann hier reingepackt in Erde und habe sie ein paar Tage einfach nur oben aufliegen lassen. Und jetzt habe ich ganz vorsichtig mit Erde bedeckt. Bei dem hier hatte ich das schon gemacht und die waren sogar ganz ein bisschen mit Erde bedeckt und die haben es rausgeschafft. So, ich helfe denen jetzt irgendwie, dass das klappt. Ich habe die nicht zu tief gesetzt in den anderen Töpfen. Also das weiß ich, weil ich habe nicht das erste Mal Grünkohl gesät. So, ich werde jetzt mal sehen, vielleicht bekomme ich ja doch noch Grünkohl. Und habe damit dann die alte Saat, denn die Saat ist wirklich sehr alt, die ist schon ein paar Jahre alt, gerettet. Vielleicht hat die einfach nicht mehr genug Kraft, um durch die Erde zu kommen. Wie man sieht, wächst der Grünkohl nun langsam, was mich wirklich freut, denn ich liebe Grünkohl. Er wird vielleicht nicht mehr so groß und buschig wie sonst, doch das Schöne an Grünkohl ist, dass er genauso geerntet und gegessen werden kann, wenn er noch klein ist. Ich bin gespannt, wie groß er dieses Jahr noch werden wird. Wie es hier auf dem Hof am See in den Bergen weitergeht, könnt ihr in den nächsten Videos sehen. Bis dahin alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen.